MDR Kultur am Morgen. Teil 2 und 3 vom Bericht des Weltklimarates kursieren schon, obwohl sie erst im März offiziell rauskommen sollen. Brisant könnte vor allem sein, dass es in Teil 3 um die Maßnahmen geht, die gegen die drastische Erderwärmung helfen sollen, die der erste Teil vorhersagt. Die Initiative Scientist Rebellion hat den Berichtsentwurf geleakt. Warum? Sind die Maßnahmen, die die Wissenschaft fordert, tatsächlich so gravierend? Dazu haben wir jetzt hier die Molekularbiologin Nana Maria Grüning und den australischen Umweltwissenschaftler Kyle Topfer von Scientist Rebellion im MDR Kultur Interview. Willkommen. Hallo. Hallo. Wichtig vorneweg, Sie haben beide nicht am Bericht des Weltklimarates mitgeschrieben, sondern Scientist Rebellion haben den Textentwurf von Autorinnen, Autoren bekommen, die anonym bleiben wollen, richtig? Ganz genau. Ja, das ist richtig. Und was steht jetzt drin in dem dritten Teil von dem Entwurf zum Weltklimaratsbericht, was so brisant ist, dass Sie dachten, das müssen wir durchstechen, das müssen wir leaken? Also ich zitiere mal ein paar Zitaten, die mich am meisten betroffen haben. Zum Beispiel, Klimaschutz und Entwicklungsziele können nicht durch schrittweise Veränderungen erreicht werden. Übergangspfade bringen Verteilungskonsequenzen mit sich, zum Beispiel Veränderungen in der Beschäftigungs- und Wirtschaftsstruktur. Es ist auch ganz klar dargelegt, dass zum Beispiel die obersten 10% weltweit, das heißt die reichsten 10% tatsächlich, tragen zwischen 36% und 45% zu den Emissionen bei. Das heißt 10-mal so viel wie die ärmsten 10%. Diese vielsagenden Tatsachen kommen oft nicht ans Licht und das wollten wir ganz klar darstellen mit diesem Bericht, bevor es von Regierungsbeschäftigten irgendwie umgeworfen werden konnte. Und Sie haben jetzt, Kyle Topfer, ausdrücklich auf die Wirtschaftsstruktur, die sich ändern müsse, hingewiesen. Nana Maria Grüning, was denken Sie, was ist damit gemeint? Unsere Wirtschaft ist ganz klar auf Wirtschaftswachstum ausgelegt und global gesehen ist es uns bisher halt nicht gelungen, das von den Emissionen zu entkoppeln. Und wenn wir wirklich ernsthaft Emissionen reduzieren wollen, geht das halt nicht einher mit kontinuierlichem Wirtschaftswachstum. Aber diese Kritik am Wirtschaftswachstum, da habe ich das Gefühl, kennen wir das nicht eigentlich seit Club of Rome? Also mir geht es so, was ich in dem Bericht gelesen habe, also verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber ich fand es jetzt nicht so überraschend. Also schneller raus aus der Kohle, Klimaanlagen, SUVs, weniger fliegen, mehr laufen und Radfahren, weniger Fleisch essen. Das steht alles drin bei den Maßnahmen. Ja, ganz genau. Aber halt die Kapitalismuskritik kommt halt auch durch, ne? Also man muss sich halt immer bewusst machen, dass das hier von konservativen Wissenschaftlern, von vielen zusammengefasst wurde und nicht von linken Jugendlichen, die das vielleicht schon öfter gesagt haben oder überhaupt auch Aktivistengruppen, die das schon immer gesagt haben, sondern dass das wirklich aus konservativen Reihen nochmal ganz, ganz deutlich kommt. Und halt, dass auch gesagt wird, dass die Emissionen mit der Industrialisierung einhergehen. Also, dass nicht die ärmsten Länder schuld sind, sondern ganz klar wir dann Verantwortung tragen. Wenn ich ganz kurz da beitragen könnte, es ist ganz klar von der International Energy Agency dargestellt, dass diese 1,5 Grad Ziel schon überschritten werden wird, wenn wir die jetzigen Kohlenreserven nicht frühzeitig aus der Energienetz ausnehmen werden. Genau, wenn der Kohleausstieg nicht früher kommt, aber das steht ja auch in Teil 1 schon drin, dass die 1,5 Grad deutlich früher kommen als bisher erwartet. Und ich wollte auf einen anderen Punkt, Kyle Topfer, dass Sie sagten nämlich, dass jetzt also Regierungsmitarbeiter oder so ähnlich war Ihre Formulierung gewesen, dass die daran noch rumschreiben. Also Regierungen können die politische Zusammenfassung des Berichts beeinflussen, die Formulierungen beeinflussen. Das sehen Sie kritisch, Sie beide. Wieso? Wir haben tatsächlich mit IPCC-Autoren gesprochen als Scientist Rebellion und das genau wurde uns gesagt, dass diese Formulierungsänderungen, insbesondere bei den Summary for Policymakers, bei jedem Teil bisher 2007, 2014 und auch in 2018 dieses Special Report, ist tatsächlich so oft der Fall gewesen, dass die reinen wissenschaftlichen Fakten noch dargestellt werden wird, aber diese Textformulierung oft so dargestellt wird, dass es nur um, sage ich mal, ein paar Windrädern, ein bisschen weniger Fliegen und ein bisschen weniger Fleischkonsum geht. Und darum geht es tatsächlich nicht. Das zeigt ganz klar diese Teil 3, das wir veröffentlicht haben, meiner Meinung nach. Aber ist das nicht das Verfahren, auf das sich alle Beteiligten geeinigt haben, als sie angefangen haben, an diesen Berichten zu schreiben? Wer da mitmacht, weiß, wie das Verfahren geht? Ja, aber es gibt halt auch schon Wissenschaftler, die sagen, sie möchten da nicht mehr mitmachen, weil sie überhaupt nicht mehr verstehen, warum sie ihre Zeit dafür opfern sollen, wenn das nachher tatsächlich nicht ernst genommen wird.
Und wieso helfen Sie, den Bericht dann anonym durchzustechen? Wieso stehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, von denen Sie jetzt sprachen, die an dem Bericht mitschreiben, wieso stehen die dann nicht zu Ihrer Kritik? Wieso anonym? Also es zeigt, dass Wissenschaftler tatsächlich keine persönliche Risiko zu sich nehmen können. Und ich komme tatsächlich aus dem globalen Süden. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass wir keine 6-7 Monate haben zu warten, bis das veröffentlicht werden soll. Sie stellen auf Ihrer Website auch die demokratische Legitimation der beteiligten Regierungen und Institutionen in Frage, die an dem Bericht mitarbeiten. Also Sie nennen die Politik auf Ihrer Website pauschal gekauft. Corporate-owned politicians ist die Formulierung gleich am Anfang. Können Sie das belegen? Also welchen Konzernen zum Beispiel gehört die Bundesregierung? Ja, RWE in Deutschland. Also wenn Sie sich das neue Rezo-Video angucken, Klimakrise Endgame. Also es ist ganz klar belegt, dass halt die Lobby der fossilen Brennstoffenergie, dass Konzerne halt mit Politikern in Kontakt stehen und den Kohleausstieg verzögern. Ich hatte nach der Formulierung Corporate Owned gefragt, also dieses Gehören. Das ist eine polemische Zuspitzung, meinen Sie? Das kommt auf die Regierung drauf an. Also Scientist Rebellion ist ja eine internationale Gruppe und da sind halt mehrere Länder beteiligt. Was für ein politisches System stellen Sie sich als Scientist Rebellion vor, was die schnelle Erderwärmung, die der Klimarat im ersten Teil des Berichts vorhersagt, stoppen könnte? Naja, wir fordern ganz klar Bürgerinnenversammlungen. Wir sehen, dass halt das Parteiensystem zu langsam, zu träge ist, um adäquat zu reagieren. Selbst wenn die beteiligten Politiker gewillt sind. Und seine Bürgerinnenversammlung würde das halt gut umgehen, und zwar elegant. Also es wurde halt schon gezeigt, dass es funktioniert in anderen Ländern, wie Irland zum Beispiel, wo es um das Abtreibungsgesetz ging, wo halt die Politik über Jahre festgefahren war und nicht weiterkam. Und dann wurde so eine Bürgerinnenversammlung initiiert und es kam zu einem Ergebnis. Also so eine Bürgerinnenversammlung würde halt auch viel Last von Politikern nehmen, weil halt die Tragweite so groß ist. Und große, schwerwiegende Entscheidungen werden vom Volk halt auch besser aufgenommen, wenn sie aus dem Volk kommen. Heißt das parlamentarische System insgesamt abzuschaffen, Karl Topfer? Also ganz abzuschaffen natürlich nicht. Aber Sie müssen auch gestehen, dass das jetzige System nicht ausreichend ist, um solche Maßnahmen zu umsetzen. Und deswegen suchen wir nach anderen Lösungen. Und ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass Bürgerinnenversammlungen eine richtige Kraft mit sich haben, tatsächlich. Nana Maria Grüning und Karl Topfer von der Initiative Scientist Rebellion im MDR Kultur Interview. Wir haben über die Teile vom Bericht des Weltklimarats gesprochen, die erst im März eigentlich erscheinen sollen, die noch politisch abgestimmt werden. Die Teile, die offenbar einige Autoren des Berichts über die Initiative Scientist Rebellion geleakt haben. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlichen Dank.